Hallo meine lieben Pfeifenfreunde und herzlich willkommen zu meinem heutigen aktuellen Video. Ich sitze draußen, ich habe Lust auf ein Pfeifchen und bin daher der Meinung, euch heute mal wieder einen Tabak vorstellen zu wollen. Und zwar geht es heute konkret um diesen Tabak hier. Ihr habt es ganz richtig gesehen, es geht mal wieder um einen Amerikaner. Diesmal um einen Amerikaner, den es jetzt auch hier inzwischen in Deutschland zu kaufen gibt. Und zwar aus dem Hause Cornell & Diehl, den Haunted Bookshop Cake. John Harden, auch bekannt als Matches 860, hat ihn ja früher sehr gern geraucht, hat damit immer wieder Werbung gemacht. Allerdings ging es da um eine Mixture. Das hier ist ein Crumble Cake und den möchte ich euch heute mal ein bisschen vorstellen. Ich habe jetzt Pros gehört, ich habe Kontras gehört. Ich hatte mir den Tabak aber besorgt, weil ich dachte, probier es mal aus. Wenn Johnny mag, würde er schon schmecken. Also gesagt, getan. Doch ich würde sagen, bevor wir auf das eigentliche Review eingehen, in gewohnter Weise ein paar Eindrücke vom Tabaksbild selbst und dann gehen wir ans Eingemachte. Bis gleich. So, dieser Crumble Cake befindet sich in dieser 57 Gramm Dose. Da haben wir sie. Das sind 2 Unzen enthalten. Ich habe ihn schon mal aufgemacht. Das Ganze ist ja mit so einem Metalldeckel versehen. Die einen oder anderen bemängeln es und sagen, das ist gefährlich, man kann sich schneiden. Ich muss ganz ehrlich sagen, das Öffnen selbst ist ungefährlich. Aber ist die Dose erstmal offen? Die Kanten sind mitunter ein bisschen scharfkantig. Man muss also, wenn man reingeht und sich ein bisschen Tabak löst, muss man einfach aufpassen. Hier ist der Tabak. Der Crumble Cake besteht also aus 2 großen Riegeln, gepressten Cakes. Es ist ein Cake, wie man ihn kennt, mehr oder weniger. Er ist ein bisschen lockerer. Und wenn man jetzt hier mal so ein Stück rausholt, könnt ihr es ja ganz gut sehen, da hat man schon gut was dran zu beißen. Allerdings natürlich nur im übertragenen Sinne. Der Tabak selbst, wenn man ihn aufmacht, ist vom Duft her natürlich absolut was für mich. Es riecht nach Trockenobst. Das ist für mich schon mal die halbe Miete, weil Trockenobst heißt für mich Virginia oder Virginia Perique. Das ist so genau die Richtung, die ich mag. Vor allem halt die etwas süffigeren Virginias, sprich die süßlichen, und sowas mag ich ja total. Also wie gesagt, ich rieche Trockenobst. Und zwar so in die Richtung Trauben. Aber auch wieder so ein bisschen in die Vollkornbrot-Richtung gehend. Also süffig, süß, genau das, was so ein Leckermaul wie ich ja mal absolut zu schätzen weiß. Ob das jetzt natürlich meinem Geschmack richtig entspricht, ob das geschmacklich so rüberkommt, wie es jetzt hier vom Duft her ist, das werde ich jetzt natürlich erst in ein paar Sekunden bemerken. Dose ist zu und in gewohnter Weise, bevor es jetzt zum Review geht, noch mal kurz den Tabak mit der Pfeife, wo ich ihn eingebracht habe, und dann legen wir los. Bis gleich. So, da bin ich. Hier ist nochmal die Pfeife. Ihr seht es ja, das ist eine ganz normale Meerschaumpfeife, 9 mm gefiltert. Die hatte ich mir schon vor einigen Jahren geholt.
Keine Ahnung, wer der Hersteller ist. Altinai ist es zumindest nicht, weil dafür war der Preis doch zu günstig. Ich habe zwar Altinai, aber das ist definitiv keine. Ich habe den Tabak einfach so ein paar Stückchen abgerissen. Das geht ganz leicht, man braucht kein Messer, nichts. Einfach vorsichtig abreißen, in die Handfläche legen, diesen Crumble Cake einfach mal so ein bisschen auflockern, Kugeln geformt, dann kugelweise in die Pfeife eingebracht, oben ein bisschen angedrückt und trotzdem halt, wenn man genau hinguckt, ihr könnt es hier sehen, ich habe so ein bisschen Platz zum oberen Kopfrand gelassen, einfach vor dem Hintergrund, es ist nun mal ein Cake, Cake gleich Flake gleich Ready Rub Flake gleich aufbäumen. Ich rechne damit und von daher, ich gehe auf Nummer sicher. Schauen wir mal nach. Hier, es war also sehr, sehr gut, dass ich Platz nach oben gelassen habe. Der Tabak hat sich erwartungsgemäß ordentlich aufgebäumt. So, also so der allererste Eindruck vom Tabaksbild her, vom Einbringen in die Pfeife, der ist schon mal sehr, sehr positiv. Dass er sich aufbäumen würde, war eben aufgrund seiner Machart einfach abzusehen. Deswegen empfiehlt es sich wirklich, sobald es sich um einen Cake, um einen Flake oder auch um ein Ready Rub Mixture handelt, einfach ein bisschen Platz nach oben lassen, weil die brauchen grundsätzlich immer so ein bisschen Platz, um sich aufbäumen zu können. Hier, die Oberfläche ist jetzt schön geglättet. Ich hatte jetzt nicht nachgelesen, wie sich dieser Tabak zusammensetzt. Aber wie gesagt, der reine Geruch her, da tippe ich komplett auf Virginia. Wenn ich an das Tabaksbild denke, dürfte auch Burley mit reinspielen. Geschmacklich spielt auf jeden Fall mit dran. Also ist definitiv Burley enthalten. Also jeweils nach dem Anzünden hat man so ein leicht bitteres Aroma. Das ist für mich also halt wirklich typisch Virginia. Allerdings, was man halt hier beim Rauchen dann direkt merkt, der Tabak in der Dose riecht ja nach Trockenobst, Schwarzbrot. Also geht wirklich vom Duft her so in die Richtung des süffigen Virginias, wie ich es eigentlich mag, wirklich süßlich. Der Haunted Bookhouse hingegen, der Tabak, wenn man ihn raucht, geht in eine völlig andere Richtung. Hier ist nichts mehr von Süffigkeit zu merken. Er ist nicht mehr süßlich. Er ist würzig, definitiv würzig. Im Geschmack sind von Virginia eher jetzt so diese heuigen Noten wieder drin. Also nicht süßlich, sondern wirklich so in das Heuige reingehend. Und der vermutlich enthaltene Burley, wie gesagt, ich tippe drauf, dass da Burley mit drin ist. Man hat so eine leichte, erdige, nussige Note dabei. Mal gucken auf der Dose, ob irgendwas draufsteht. Irgendeine Information. Hier heißt es ja: Named in honor of the famous Christopher Morley novel Haunted Bookshop, is a classic American burley blend accented by Virginia leaf and just a touch of Perique. Also meine Mutmaßung ging in die richtige Richtung. Der Geruch eindeutig Virginia Perique. Der Geschmack Virginia, aber eben nicht dieses süßliche Virginias, sondern eben die heuigen. Dazu eben dieses nussig-erdige vom Burley. Und der Perique, der ja meistens so eine leichte Essignote, so eine gewisse frische Schärfe mitbringt, so zwischen Essig und Pfeffer in die Richtung gehend, der hält sich hier eigentlich ganz gut zurück. Glut. Ihr seht hier Oberfläche, die Asche ist schön gleichmäßig, helles Grau. Also der Tabak lässt sich schon angenehm rauchen, muss ich sagen. Ich habe hier auch den Dark Moon, das ist ja von DTM Dark Tobacco
Eine Mischung, die aus rein Virginia und reinem Burley ohne jede Form von Aromatisierung besteht. Da ist auch kein Perique dabei. Der Dark Moon zum Beispiel geht hier in eine kräftig würzige Richtung. Der Haunted Bookshop Cake, meiner Meinung nach, geht so in eine ähnliche Richtung, kommt aber wesentlich schwächer herüber. Der ist nicht so würzig. Ja, so beim Abgang durch die Nase, da hat man auch hier so eher dieses nussig-erdige vom Burley. Da spüre ich jetzt vom Virginia, also weder vom Heuigen noch von einer mutmaßlichen süßlichen Note, überhaupt nichts. Ja, alles in allem, er ist verhältnismäßig mild. Hier merkt man aber halt natürlich auch, der Tabak ist ja nun einmal gemischt worden in den USA, dann verpackt hier in Deutschland, und die USA stellen halt nun mal Tabake her, die vor allem halt an Pfeifenraucher ja gerichtet sind, die keine Filter verwenden, während bei uns in Deutschland die Filter ja doch sehr präsent sind und folglich halt auch die Tabakmischungen etwas kräftiger abgestimmt werden, damit man auch mit Filter noch das volle Aroma hat. Hier mit der Filterpatrone drin, der Tabak ist fast schon mild. Er ist würzig, aber er ist nicht so kräftig wie der Dark Moon. Lässt sich gut rauchen. Also für mich definitiv, ja, eine mittelgute, ich würde mal sagen, wenn es eine Note wäre, wäre es eine Note 3. Kann man rauchen, kein schlechter Tabak, jetzt aber auch kein super Tabak. Er ist gut rauchbar, er ist angenehm, er ist mild, er ist würzig. Er ist ein bisschen schwierig beim Anzünden. Ihr habt es ja gemerkt, ich habe mehrfach nachfeuern müssen. Hat er die Glut jedoch angenommen, dann hält er sie auch. Das wiederum spricht für ihn. Aber ganz ehrlich, wenn wir uns die Preise jetzt mal anschauen vom Cornell & Diehl und vergleichen das zum Beispiel mit einem Dark Moon von DTM, da muss man sich halt fragen, muss man wirklich das bisschen Geld mehr ausgeben, um sich einen Amerikaner zu holen, den man erst noch vorbereiten muss? Oder greift man dann nicht lieber doch zu einem heimischen Tabak, in dem Fall von DTM, den Dark Moon, Virginia und Burley, ohne irgendwelche Zusätze, spart noch ein paar Euro ein und man hat nicht das Problem mit der Dose, man muss den Cake nicht vorbereiten, sondern das ist ja eine Ready Rub Mixture. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich jedenfalls finde hier Cornell & Diehl's Haunted Bookshop, den Cake, ich finde ihn gut. Ja, gut bis mittelkräftig, also mittel bis gut, wie gesagt notenmäßig 3. Ich empfehle ihn gern weiter, wenn jemand so würzigere Mischung haben möchte, aber keine, die ihn gleich aus den Latschen haut. Dafür ist er gut geeignet. Aber ansonsten, wir haben selbst hier in Deutschland bessere Tabake. Ich weiß nicht, wie die Mixture ist, die John Harden alias Matches 860 früher geraucht hat. Den kenne ich nicht. Der hier, wie gesagt, Note 3, kann man rauchen. Ich empfehle ihn euch gerne mal weiter, wenn ihr ihn probieren wollt. Preislich gesehen aber ist für mich klar, der wird keinen zweiten Weg mehr zu mir in die Tabakbar finden. Ich werde den hier nur aufrauchen, und wenn mir nach würzigen Tabaken ist, dann hole ich mir entweder einen puren Tabak, puren Virginia oder einen puren Burley, oder halt eben den Dark Moon Virginia Burley Mix von DTM und bin damit ganz gut beraten. Und das war es soweit auch schon für mich für heute. Ich danke euch sehr für eure Aufmerksamkeit. Bin natürlich in gewohnter Weise gespannt, wie ihr hier unten entsprechend die Kommentare hinterlassen werdet, wer von euch den Haunted Bookshop Cake selbst schon geraucht hat, wie eure Meinungen sind. Von dem einen oder anderen habe ich es ja auch schon mitbekommen, und wir werden ja sehen, ob wir dann gleicher Meinung sind oder ob wir uns da von der Meinung her völlig unterscheiden. Von daher, herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit, bleibt mir gewogen, bleibt mir gesund. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal hier. Happy Puffing und ciao! Überraschung, da bin ich schon wieder. Es gibt noch einen kleinen Nachtrag. Ich habe inzwischen ungefähr 2/3 geraucht. Und was halt auffällt, so im ersten Drittel ist der Tabak, der Haunted Bookshop, doch sehr würzig. Er kommt kräftig herüber. Gut, kein Vergleich zum Dark Moon, aber verhältnismäßig würzig und kräftig. Im zweiten Drittel ist es deutlich abgeschwächt gewesen. Es war ein sanfter, weicher, leicht dezent würziger Tabak. Doch jetzt, im letzten Drittel, da kommt ein Zigarrenaroma durch. Ich kann es nicht bestimmen, was es für einer ist. Ich rauche vielleicht eine Zigarre, vielleicht 2 im Jahr.
Meistens sind sie aromatisiert. Ich habe noch Schokoladenzigarren aus den USA. Ich habe noch Zigarren, die Pipers, was man ja auch nicht wirklich als Zigarre bezeichnen kann, aber es sind halt nur mal Coronas. Und hier, das schmeckt nach Zigarre. Ein ähnliches Geschmacksempfinden hatte ich damals beim Peterson Irish Flake. Da war es auch so. Ich habe den Tabak geraucht, der hat mich sofort an Zigarre erinnert. Da war allerdings natürlich auch Dark Fired Kentucky mit drin. Das ist hier beim Haunted Bookshop ja nicht der Fall. Es soll ja ein Burley Blend mit Virginia sein und Perique. Und Zigarre hätte ich hier nicht erwartet. Und was im letzten Drittel auch auffällt, ich hatte ja vorhin gesagt, der Perique ist jetzt nicht so wirklich präsent, weil dieses pfeffrige oder auch an Essig erinnernde Aroma ging mir hier völlig ab. Jetzt im letzten Drittel, da spüre ich es vorne an der Zungenspitze. Da habe ich so ein ganz feines Kribbeln, ein leichtes Brennen. Nicht unangenehm, aber trotz allem spürbar. Es ist ein dezentes, leichtes Prickeln. Man kann es nicht beschreiben. Ihr müsst euch vorstellen, ihr esst etwas und jemand hat ganz fein geriebenen grauen oder schwarzen Pfeffer drüber gemacht. Da hat man auch so ein leichtes Prickeln auf der Zungenspitze, im hinteren Raum wird es scharf, aber hier hat man dieses Prickeln und das führe ich mal eindeutig auf den Perique zurück. War wie gesagt in den ersten 2 Dritteln nicht präsent, jetzt im letzten Drittel ist er präsent. Also der Tabak ändert sich nochmal. Ein All Day Smoke von mir wird es nie werden. Wie gesagt, er ist nicht schlecht, notenmäßig würde ich mal sagen, eine gute 3. Also man kann ihn rauchen, ich rate ihm auch niemandem ab, weil dafür ist er schon, er ist gut. Aber es ist halt eben kein Tabak, wo ich sagen würde, yeah, Bombe, dafür muss ich mir einen Amerikaner kaufen. Das sage ich bei Captain Black, weil sowas wie das Original von Captain Black gibt es in ganz Europa nicht. Das ist mein absoluter Leib- und Lieblingstabak aus den USA. Aber hier muss ich sagen, ja, haben wir auch in Deutschland. Also wie gesagt, das braucht es jetzt nicht unbedingt hier aus den USA, wo man viel Geld bezahlt. Da sage ich nach wie vor, holt euch einen Dark Moon oder eine andere Virginia Burley Perique Mischung. Ihr könnt nichts verkehrt machen, definitiv nicht. Aber ob es das über 20 € wert ist für 57 Gramm Tabak, ich würde mal sagen, eher nicht. Das war nochmal so mein Nachtrag zum letzten Drittel. Von daher nochmal danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal hier. Macht's gut. Happy Puffing und ciao.